Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der weiten, ockerfarbenen Ebene der Provinz Shaanxi erheben sich Dutzende gewaltiger Erdhügel, von der modernen Welt lange als natürliche Formationen abgetan. Doch diese stillen Giganten verbergen eine Wahrheit, die so alt ist wie das Reich der Mitte selbst. Es sind keine Berge, sondern Gräber, monumentale Pyramiden, die die letzte Ruhestätte der ersten Kaiser Chinas markieren und deren größtes Geheimnis bis heute unberührt tief unter der Erde ruht. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise in das Herz Chinas, in eine Landschaft, die von der Zeit geformt und von Menschenhand verändert wurde. Wir befinden uns in der Ebene von Guangzhou, nahe der alten Kaiserstadt Xi'an. Auf den ersten Blick ist es eine friedliche, fast unscheinbare Gegend. Fruchtbare Felder erstrecken sich bis zum Horizont, durchzogen von kleinen Dörfern und bewirtschaftet von Generationen von Bauern. Doch wer genau hinsieht, bemerkt Anomalien in der Topographie. Aus der flachen Erde erheben sich Dutzende von gewaltigen, symmetrischen Hügeln. Sie sind mit Gras und Bäumen bewachsen, ihre Konturen über die Jahrhunderte von Wind und Regen sanft abgerundet. Sie wirken wie natürliche Formationen, doch ihre präzise, fast geometrische Form verrät einen künstlichen Ursprung. Dies sind die sogenannten chinesischen Pyramiden. Anders als ihre berühmten Gegenstücke in Ägypten oder Mesoamerika sind sie keine Stufenbauten aus freiliegendem Stein, sondern massive Tumuli aus gestampfter Erde. Sie sind stille Wächter, die ihre Geheimnisse unter einer Decke aus Vegetation und Lössboden verbergen. Über 100 dieser Monumente sind in dieser Region verstreut. Einige erreichen Höhen von über 50 Metern, ihre Basis erstreckt sich über hunderte Meter. Seit Jahrtausenden sind sie Teil der Landschaft, so sehr, dass sie fast unsichtbar geworden sind, übersehen von der Hektik der modernen Welt. Sie sind keine Touristenattraktionen im herkömmlichen Sinne. Viele sind nicht einmal offiziell für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie strahlen eine Aura der Ruhe und des tiefen Mysteriums aus. Was verbergen diese Erdhügel? Wessen ewige Ruhe sollten sie schützen? Es sind die Gräber von Kaisern und Adeligen aus Dynastien, deren Namen wie ein Echo aus der fernen Vergangenheit klingen. Jede dieser Pyramiden ist ein versiegeltes Kapitel der chinesischen Geschichte. Ein Monument für Macht, Glauben und eine tiefgreifende Beschäftigung mit dem Leben nach dem Tod. Bevor wir versuchen, ihre Geheimnisse zu lüften, lassen wir ihre stille Majestät auf uns wirken, während die Sonne langsam über der Ebene von Xi'an untergeht. Die Existenz dieser monumentalen Grabhügel war für die lokale Bevölkerung Chinas nie ein Geheimnis. Für die westliche Welt jedoch blieben sie lange Zeit verborgen. Eine Fußnote in den Berichten weniger Reisender. Das änderte sich dramatisch im 20. Jahrhundert, einer Zeit der globalen Konflikte und der zunehmenden Luftfahrt. Die wohl berühmteste Entdeckung geschah gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Jahr 1945 flog der Pilot James Gaussman von der US Air Force eine Versorgungsroute über Zentralchina. Als er über die Ebene nahe Xi'an flog, erblickte er etwas, das ihn zutiefst beeindruckte. Unter ihm, aus dem Dunst der Landschaft ragend, stand eine gigantische weiße Pyramide, deren schiere Größe alles in den Schatten stellte, was er je gesehen hatte. Seine Berichte und eine unscharfe Fotografie
lösten im Westen eine Welle der Spekulation aus. Man sprach von einer Struktur, die größer als die Cheops-Pyramide sei, erbaut von mythischen Vorfahren oder gar Außerirdischen. Die Erzählung von der großen weißen Pyramide wurde zu einem festen Bestandteil pseudowissenschaftlicher Literatur. Doch die Realität, wie so oft, ist subtiler und faszinierender. Frühere Berichte, wie die des Kaufmanns Fredmeier Schroeder aus dem Jahr 1912, hatten bereits von diesen Erdpyramiden gesprochen. Die weiße Farbe, die Gaußmann sah, war wahrscheinlich das schimmernde Sonnenlicht auf dem Lössboden oder Quarzitablagerungen nach einem Regen. Es gab keine Pyramide aus massivem weißen Jadestein. Was diese Begegnungen jedoch bewirkten, war, die Aufmerksamkeit der Welt auf eine unbestreitbare Tatsache zu lenken. In China existierten Grabanlagen von einer Skala, die mit denen der Pharaonen konkurrieren konnte. Die Sensationslust wich langsam einer ernsthaften wissenschaftlichen Neugier. Archäologen und Historiker begannen, die alten chinesischen Texte mit den stillen Wächtern in der Ebene zu verbinden. Es waren keine mystischen Monumente unbekannter Erbauer, sondern die letzte Ruhestätte der mächtigsten Männer des alten China. Um die größte und bedeutendste dieser Pyramiden zu verstehen, müssen wir mehr als 2200 Jahre in die Vergangenheit reisen. In die Zeit eines Mannes, dessen Ehrgeiz und Grausamkeit die Geschichte Chinas für immer prägen sollten. Sein Name war Ying Zheng. Doch die Nachwelt kennt ihn als Qin Shi Huang, den ersten Kaiser der Qin-Dynastie. Vor seiner Herrschaft war das Land, das wir heute als China kennen, ein zersplittertes Mosaik aus verfeindeten Reichen, die sich in endlosen Kriegen zerfleischten, die Zeit der streitenden Reiche. Qin Shi Huang beendete dieses Zeitalter des Chaos. Mit brillanter militärischer Strategie und rücksichtsloser Effizienz unterwarf er einen Staat nach dem anderen und schmiedete sie zu einem einzigen, geeinten Imperium. Er standardisierte Maße, Gewichte, Währung und sogar die Schrift. Er befahl den Bau der ersten großen Mauer. Er war ein Visionär, ein Reformer, aber auch ein Tyrann, der Bücher verbrennen und Gelehrte bei lebendigem Leibe begraben ließ. Doch neben der Einigung des Reiches hatte der Kaiser eine noch größere Obsession: die Überwindung des Todes. Er entsandte Expeditionen auf der Suche nach dem legendären Elixier der Unsterblichkeit. Als diese Suche vergeblich blieb, wandte er seinen unbändigen Willen einem alternativen Plan zu. Er würde sich eine ewige Existenz im Jenseits sichern. Dafür befahl er den Bau einer Grabanlage von unvorstellbarem Ausmaß. Der antike Historiker Sima Qian berichtet, dass über 700.000 Arbeiter aus dem ganzen Reich zwangsverpflichtet wurden, um das Mausoleum zu errichten. Das Herzstück dieses Projekts war ein künstlicher Berg, ein riesiger pyramidenförmiger Tumulus, der den Kaiser und seine Vision von einem ewigen Reich für immer beherbergen sollte. Dieser Grabhügel, der heute als Mausoleum des ersten Qin-Kaisers bekannt ist die größte und geheimnisvollste aller chinesischen Pyramiden. Sie ist nicht nur ein Grab, sondern das Fundament eines unterirdischen Imperiums, das darauf wartete, von seinem Herrscher regiert zu werden. Im Frühling des Jahres 1974 stießen einige Bauern beim Graben eines Brunnens auf etwas Hartes. Es war der Kopf einer tönernen Figur. Was sie unwissentlich entdeckt hatten, sollte sich als eine der größten archäologischen Sensationen des 20. Jahrhunderts erweisen. Es war der Rand der weltberühmten Terrakotta-Armee. In riesigen Gruben, sorgfältig aufgereiht in Schlachtformation, standen Tausende von lebensgroßen Soldaten aus gebranntem Ton. Jeder von ihnen ein Individuum mit einzigartigen Gesichtszügen,
Frisuren und Rüstungen. Es gibt Infanteristen, Bogenschützen, Generäle, sogar Pferde und Streitwagen. Die schiere Zahl und die handwerkliche Meisterschaft sind atemberaubend. Doch hier liegt ein entscheidender Punkt, der oft übersehen wird. Diese unglaubliche Armee ist nicht das eigentliche Grab des Kaisers. Sie ist lediglich ein Teil des äußeren Schutzes seiner Nekropole. Eine Garnison, die etwa 1,5 Kilometer östlich des eigentlichen Grabhügels stationiert ist. Was wir als eines der größten Wunder der antiken Welt bestaunen, ist im Grunde nur die Wache am Tor. Es ist ein Schatten, der von der verborgenen Pracht im Zentrum des Komplexes geworfen wird. Die eigentliche Pyramide, der gewaltige Erdhügel, der die sterblichen Überreste von Qin Shi Huang birgt, wurde bis heute bewusst nicht geöffnet. Die chinesischen Behörden zögern aus Respekt vor dem Erbe und aufgrund technischer Herausforderungen. Doch die alten Chroniken des Sima Qian geben uns eine Ahnung von dem, was im Inneren verborgen sein könnte. Er schreibt von einem unterirdischen Palast, von Modellen der Flüsse Chinas, die mit flüssigem Quecksilber gefüllt sind, und von einer Decke, die mit Perlen und Juwelen besetzt ist, um den Sternenhimmel darzustellen. Fallen und automatische Armbrüste sollen jeden stören, der die ewige Ruhe des Kaisers zu verletzen wagt. Die Terrakotta-Armee beweist, dass Sima Qians Beschreibungen keine reinen Mythen sind. Sie ist der greifbare Beweis für den Maßstab und den Ehrgeiz des Projekts und lässt uns nur erahnen, welche Wunder im unberührten Herzen der Pyramide noch schlummern. Wenn wir unsere Reise fortsetzen und den Schatten des gewaltigen Mausoleums des ersten Kaisers verlassen, betreten wir eine Landschaft, die von noch mehr dieser stillen Monumente übersät ist. Wir befinden uns auf der Guanzhong-Ebene, dem Herzland der alten chinesischen Zivilisation. Hier, westlich der modernen Metropole Xi'an, erstreckt sich eine Nekropole von wahrhaft imperialem Ausmaß, die jedoch im kollektiven Gedächtnis der Welt weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Dies sind die Gräber der Kaiser der westlichen Han-Dynastie, die von 206 vor Christus bis 9 nach Christus herrschten. Jeder dieser Herrscher, inspiriert vom Vorbild Qin Shi Huangs, ließ sich seinen eigenen Grabhügel errichten, eine eigene Pyramide aus Erde. Im Gegensatz zum singulären, alles überragenden Monument des ersten Kaisers bilden diese Gräber eine ganze Dynastie von Erdhügeln, die sich über Dutzende von Kilometern erstrecken. Das berühmteste unter ihnen ist vielleicht das Maoling-Mausoleum von Kaiser Wu, einem der mächtigsten und am längsten regierenden Monarchen der chinesischen Geschichte. Sein Grabhügel ist fast so groß wie der des ersten Kaisers und zeugt von der Macht und dem Reichtum, den die Han-Dynastie auf ihrem Höhepunkt erreichte. Doch über die Jahrhunderte hat die Natur begonnen, diese von Menschenhand geschaffenen Berge zurückzuerobern. Wind und Regen haben ihre scharfen Kanten abgeschliffen und eine Decke aus Gras und Bäumen hat ihre künstliche Herkunft verschleiert. Für den ungeschulten Betrachter sind sie heute kaum mehr von natürlichen Hügeln zu unterscheiden. Sie fügen sich still in die Agrarlandschaft ein, umgeben von Feldern, auf denen Bauern seit Generationen ihre Ernte einbringen, oft ohne die kaiserliche Pracht zu ahnen, die direkt unter ihren Füßen ruht. Diese vergessenen Pyramiden erzählen eine leisere, aber nicht minder tiefgründige Geschichte. Sie sprechen von Kontinuität, von der Übernahme und Anpassung von Traditionen und von der langsamen, unaufhaltsamen Macht der Zeit, die selbst die ehrgeizigsten Werke der Könige wieder in den Schoß der Erde zurückführt.
Die schiere Größe dieser Bauwerke wirft eine grundlegende Frage auf. Wie wurden sie errichtet? Im Gegensatz zu den steinernen Giganten Ägyptens oder Mittelamerikas bestehen die chinesischen Pyramiden aus einem Material, das so einfach wie genial ist: Erde. Genauer gesagt, gestampfte Erde. Eine Technik, die in China seit Jahrtausenden perfektioniert wurde und als Hangtu bekannt ist. Der Prozess war ebenso mühsam wie effektiv. Arbeiter schütteten eine dünne Schicht speziell ausgewählter feuchter Erde in einen hölzernen Rahmen. Dann wurde diese Schicht mit schweren Stößeln unermüdlich verdichtet, bis sie hart wie Stein war. Schicht für Schicht, Zentimeter für Zentimeter, wuchs der Kern des Hügels in die Höhe. Archäologische Schnitte durch kleinere Gräber zeigen diese Schichten deutlich wie die Jahresringe eines Baumes, jede einzelne ein Zeugnis unzähliger Stunden menschlicher Arbeit. Diese Methode schuf eine Struktur von unglaublicher Dichte und Langlebigkeit, die in der Lage war, Erdbeben zu widerstehen und dem Zahn der Zeit über 2 Jahrtausende zu trotzen. Doch die Wahl des Materials und der Form war nicht nur praktisch, sondern auch zutiefst symbolisch. Die quadratische Basis der Pyramide repräsentierte die Erde, gemäß der alten chinesischen Kosmologie, die die Erde als ein Quadrat unter einem runden Himmel sah. Der Kaiser, der Sohn des Himmels, wurde im Zentrum dieser symbolischen Erde beigesetzt, um seine zentrale Rolle im Kosmos auch im Jenseits fortzusetzen. Der Grabhügel war also mehr als nur ein Grab. Er war ein künstlicher Berg, eine Achse, die Erde und Himmel verband, ein Mikrokosmos, der das gesamte Universum für den verstorbenen Herrscher nachbildete. Die Errichtung eines solchen Monuments erforderte eine gewaltige Mobilisierung von Ressourcen und Arbeitskräften. Hunderttausende von Bauern, Soldaten und verurteilten Straftätern sollen am Bau des Mausoleums des ersten Kaisers beteiligt gewesen sein. Es war ein Projekt von nationaler Bedeutung, das die absolute Macht des Kaisers demonstrierte, die Natur selbst nach seinem Willen zu formen. Im Zentrum all dieser Mysterien steht die große unberührte Kammer, die eigentliche Grabstätte von Qin Shi Huang. Obwohl wir die Terrakotta-Armee ausgegraben haben, liegt der zentrale Grabhügel, die Pyramide selbst, seit über 2200 Jahren versiegelt. Und das aus gutem Grund. Unsere Zurückhaltung wurzelt in einer Mischung aus tiefem Respekt, wissenschaftlicher Vorsicht und einer alten, fast unglaublichen Warnung. Die alten Chroniken berichten von einer fantastischen Einrichtung im Inneren des Grabes. Es heißt, die Handwerker hätten eine Karte des chinesischen Reiches auf dem Boden der Kammer nachgebildet und dabei die großen Flüsse, den Yangtze und den Gelben Fluss, mit flüssigem Quecksilber dargestellt, das durch einen Mechanismus in ständiger Zirkulation gehalten wurde. Lange Zeit wurde dies als legendenhafte Übertreibung abgetan, als eine Metapher für die Macht des Kaisers. Doch die moderne Wissenschaft erzählt eine andere Geschichte. In den 1980er Jahren führten Forscher Bodenproben auf und um den Grabhügel durch. Die Ergebnisse waren verblüffend. Sie fanden Quecksilberkonzentrationen, die an bestimmten Stellen mehr als 100-mal höher waren als normal. Und diese Anomalien bildeten ein Muster, das auf unheimliche Weise den Verläufen der großen Flüsse im Reich des ersten Kaisers entsprach. Die Legende schien wahr zu sein. Diese Entdeckung ist einer der Hauptgründe, warum das Grab unantastbar bleibt. Das Öffnen der Kammer könnte nicht nur tödliche Quecksilberdämpfe freisetzen, sondern auch das empfindliche Gleichgewicht im Inneren zerstören. Stellen Sie sich die Seidengewänder, die bemalten Lackwaren und die Bambusschriften vor.
die nach 2 Jahrtausenden in einer sauerstofffreien Umgebung perfekt erhalten sein könnten. Der erste Kontakt mit der Außenluft könnte sie innerhalb von Sekunden zu Staub zerfallen lassen. Daher nähert sich die Archäologie dem Grab heute mit den Werkzeugen des 21. Jahrhunderts. Anstatt zu graben, blicken wir hinein. Techniken wie die Myonentomographie, die kosmische Strahlung nutzt, um dichte Strukturen abzubilden, oder fortschrittliches Bodenradar erlauben es uns, schemenhafte Bilder des Inneren zu erstellen, ohne einen einzigen Spatenstich zu machen. Es ist ein langsames, geduldiges Entschlüsseln, das dem Geheimnis seinen Respekt zollt. Unsere wichtigste Quelle für das, was uns im Inneren des Mausoleums erwarten könnte, ist kein geophysikalisches Instrument, sondern die Feder eines Mannes, der etwa ein Jahrhundert nach dem Tod des ersten Kaisers lebte. Sein Name ist Sima Qian, der Großhistoriker der Han-Dynastie. Sein monumentales Werk, das Shiji oder Aufzeichnungen des großen Historikers, ist das Fundament der chinesischen Geschichtsschreibung und unser Fenster in diese ferne Epoche. Sima Qian beschreibt den Bau des Grabes mit einer Detailfülle, die Ehrfurcht einflößt. Er schreibt: Sie gruben durch 3 unterirdische Ströme und gossen geschmolzenes Kupfer für den äußeren Sarg. Paläste und malerische Türme für 100 Beamte wurden gebaut, und das Grab war gefüllt mit seltenen Artefakten und wunderbaren Schätzen. Er fährt fort und beschreibt die Decke der Kammer, geschmückt mit Perlen, um die Sonne, den Mond und die Sterne darzustellen. Darunter, auf dem Boden, die bereits erwähnte geografische Karte des Reiches mit ihren Flüssen aus Quecksilber. Und er fügt ein düsteres Detail hinzu. Handwerkern wurde befohlen, Armbrüste und Pfeile anzufertigen, die auf jeden schießen, der das Grab betritt. Für lange Zeit standen Historiker vor einem Dilemma. Wie viel von Sima Qians Bericht ist historische Tatsache und wie viel ist literarische Ausschmückung, um die Größe und Tyrannei des ersten Kaisers zu unterstreichen? Die Entdeckung der Terrakotta-Armee, die er ebenfalls, wenn auch nur kurz, erwähnte, war eine erste, massive Bestätigung seiner Glaubwürdigkeit. Die späteren Messungen der Quecksilberkonzentrationen verliehen seinen Worten ein noch größeres Gewicht. Es scheint, dass Sima Qian, der Zugang zu den kaiserlichen Archiven der frühen Han-Zeit hatte, auf zuverlässige, heute verlorene Quellen zurückgreifen konnte. Seine Chronik ist daher mehr als nur eine Geschichte. Sie ist ein archäologischer Leitfaden, eine Schatzkarte aus Worten. Sie erlaubt uns, durch seine Augen zu blicken und uns die Wunder vorzustellen, die noch immer unter dem stillen Erdhügel von Xi'an verborgen liegen. Und sie erinnert uns daran, dass manchmal die ältesten Texte die tiefsten Wahrheiten enthalten. In den Annalen der Mysterien des 20. Jahrhunderts nimmt eine Geschichte einen besonderen Platz ein. Die von der großen weißen Pyramide von Xi'an. Sie beginnt oft mit dem amerikanischen Piloten James Gaussman, der angeblich 1945 während eines Fluges über China eine gigantische, mit schimmerndem weißem Material verkleidete Pyramide erblickte, deren Spitze von einem riesigen Kristall gekrönt war. Es ist eine fesselnde Erzählung, die von außerirdischen Ursprüngen und vergessener Technologie raunt. Doch wenn wir als Historiker die Schichten der Zeit zurückschälen, finden wir einen komplexeren Ursprung. Die erste weithin bekannte Erwähnung stammt tatsächlich von Colonel Maurice Sheehan, dem Fernostdirektor einer Fluggesellschaft, dessen Augenzeugenbericht 1947 in der New York Times erschien. Er beschrieb einen riesigen Erdhügel,
der ihn an eine Pyramide erinnerte, erwähnte jedoch weder Kristalle noch eine weiße Verkleidung. Die Geschichte von Gaußmann tauchte erst Jahrzehnte später auf und schmückte den ursprünglichen Bericht mit sensationellen Details aus. Die Wahrheit ist, dass es keine einzelne, massive weiße Steinpyramide gibt, wie sie in Ägypten zu finden ist. Die Legende ist vielmehr eine Verschmelzung und Übertreibung, die wahrscheinlich durch die Sichtung des Maoling-Mausoleums inspiriert wurde, des Grabes von Kaiser Wu von Han. Dieser gewaltige Erdhügel ist einer der größten seiner Art und kann aus der Luft unter bestimmten Lichtverhältnissen durchaus monumental und hell erscheinen. Die Legende der Weißen Pyramide ist somit ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein realer, beeindruckender Ort durch das Prisma westlicher Faszination und mangelnder Informationen zu einem Mythos transformiert wurde. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Region, aber sie verdeckt auch die wahre, tiefere Geschichte dieser Bauwerke. Statt nach Kristallen und Außerirdischen zu suchen, müssen wir lernen, die Sprache der Erde und der Geschichte zu verstehen, um die Geheimnisse zu lüften, die diese Hügel wirklich bergen. Während Legenden die Fantasie beflügeln, ist es die Wissenschaft, die uns die Tore zur Vergangenheit wirklich öffnet. Die Erforschung der chinesischen Kaisergräber hat im 21. Jahrhundert eine stille Revolution erfahren, eine, die ohne Spaten und Pinsel auskommt. Anstatt die heilige Ruhe der Kaiser zu stören, blicken Archäologen heute unter die Erde und kartieren das Unsichtbare mit einer Reihe bemerkenswerter Technologien. Satellitenbilder, einst das Werkzeug von Spionen, sind heute für Archäologen von unschätzbarem Wert. Sie enthüllen nicht nur die schiere Anzahl und Anordnung der Grabhügel in der Ebene um Xi'an, sondern zeigen auch subtile Verfärbungen im Boden, die auf längst vergangene Mauern, Straßen und Gräben hindeuten. Ganze unterirdische Nekropolen werden so in ihrem Layout sichtbar. Doch der Blick aus dem All ist nur der erste Schritt. Um die inneren Geheimnisse zu lüften, kommt die Geophysik ins Spiel. Mit Bodenradar, auch GPR genannt, senden Wissenschaftler Radiowellen in die Erde. Diese Wellen werden von verschiedenen Materialien und Hohlräumen unterschiedlich reflektiert und erzeugen ein Echo, aus dem Computer detaillierte dreidimensionale Karten des Untergrunds erstellen können. So lassen sich die Positionen von Grabkammern, Korridoren und Beigabengruben bestimmen, ohne einen einzigen Stein zu bewegen. Eine weitere Methode ist die Magnetometrie, die winzige Anomalien im Erdmagnetfeld misst. Gebrannter Ton, wie er für Ziegel und Terrakotta verwendet wird, oder Gräben, die mit organischem Material gefüllt sind, verändern das lokale Magnetfeld auf vorhersagbare Weise. Durch das systematische Scannen eines Gebiets können Forscher die magnetischen Schatten alter Strukturen erkennen. Diese Techniken haben bestätigt, was alte Texte andeuteten, dass diese Hügel keine isolierten Gräber sind, sondern die Zentren riesiger unterirdischer Paläste und Städte für die Toten. Sie zeigen uns die Komplexität und den unglaublichen Planungsaufwand, der in diese Jenseitswohnstätten investiert wurde. Und das alles unter Wahrung des Respekts vor den Ahnen. Die stummen Erdhügel auf der Guangzhong-Ebene sind mehr als nur Gräber. Sie sind Monumente einer kosmischen Ordnung. Ihre präzise Platzierung in der Landschaft ist kein Zufall, sondern das Ergebnis tiefgreifender astronomischer und philosophischer Überlegungen. Die auffälligste Gemeinsamkeit fast aller großen kaiserlichen Mausoleen ist ihre exakte Ausrichtung entlang der Nord-Süd-Achse. Diese Kardinalausrichtung war im alten China von zentraler Bedeutung.
Der Norden war der Sitz des himmlischen Pols, der unbewegliche Punkt, um den sich der gesamte Sternenhimmel drehte. In der chinesischen Kosmologie entsprach dieser himmlische Pol dem irdischen Kaiser. Der Kaiser, der Sohn des Himmels, war der Mittler zwischen der himmlischen und der irdischen Sphäre. Sein Palast in der Hauptstadt und sein Palast für das Jenseits mussten daher perfekt auf diesen kosmischen Ankerpunkt ausgerichtet sein. Indem er sein Grabmal nach dem Polarstern ausrichtete, sicherte der Kaiser seine Position im Jenseits und die Stabilität seines Reiches auf Erden. Einige Forscher gehen noch weiter und vermuten, dass die Anordnung bestimmter Gräbergruppen Konstellationen am Himmel widerspiegelt. Die Verteilung der Han-Kaiser-Gräber nördlich des Wei-Flusses könnte beispielsweise eine irdische Repräsentation wichtiger Sternenbilder sein und so den Himmel auf die Erde projizieren. Diese Praxis, bekannt als Himmelsnachahmung, schuf eine heilige Landschaft, in der die Grenzen zwischen der Welt der Lebenden, der Welt der Toten und dem Reich der Götter fließend wurden. Die Pyramiden dienten somit als riesige Instrumente, die das Reich mit den Rhythmen des Universums synchronisierten. Jeder Hügel war ein Gnomon in einer gewaltigen Sonnenuhr, der den Lauf der Zeit markierte. Die Prozessionswege, die zu den Gräbern führten, waren Achsen, die das irdische Reich mit dem himmlischen Hof verbanden. Wenn wir diese Gräber betrachten, sehen wir also nicht nur Lehm und Erde, sondern den in die Landschaft eingeschriebenen Glauben an eine harmonische, geordnete Welt, in der der Mensch und der Kosmos untrennbar miteinander verbunden sind. Das Wort Pyramide ruft unweigerlich das Bild der glatten Steinflanken von Gizeh hervor. Doch die menschliche Faszination für diese monumentale Form ist ein globales Phänomen. Um die chinesischen Mausoleen wirklich zu verstehen, müssen wir sie in den Kontext anderer großer pyramidalen Bauten der Weltgeschichte stellen. Der offensichtlichste Unterschied zu Ägypten liegt im Material und in der Konstruktion. Während die Pharaonen Millionen von präzise geschnittenen Steinblöcken auftürmen ließen, um ihre ewigen Wohnstätten zu errichten, schufen die chinesischen Kaiser ihre Monumente aus dem Land selbst. Schicht für Schicht wurde Lössboden, ein feines, lehmartiges Sediment, aufgetragen und zu einer Dichte gestampft, die der von Sandstein nahe kommt. Dies schuf massive begrünte Hügel, die sich organisch in die Landschaft einfügen, anstatt sie zu dominieren. Auch der Zweck unterscheidet sich. Die ägyptischen Pyramiden waren primär versiegelte Gräber, deren Hauptaugenmerk auf dem Schutz der Mumie und der Grabbeigaben im Inneren lag. Die chinesischen Mausoleen hingegen waren die Zentren riesiger unterirdischer Nekropolen. Der Hügel war nur der sichtbarste Teil eines Komplexes. Der ganze Stätte für die Toten, mit Mauern, Toren, Ritualhallen und Tausenden von Gruben für Diener, Beamte und Opfergaben umfasste. Vergleichen wir sie mit den Zikkuraten Mesopotamiens, so sehen wir eine weitere Differenz. Zikkurate waren keine Gräber, sondern Stufentempel, die als Wohnstätten der Götter auf Erden dienten und als Verbindungstreppe zwischen Himmel und Erde fungierten. Ähnliches gilt für viele Pyramiden in Mesoamerika, wie die der Maya und Azteken, die oft Tempel an ihrer Spitze trugen und Orte für öffentliche Rituale waren. Der globale Vergleich zeigt uns, dass die Pyramidenform eine universelle Antwort auf das menschliche Bedürfnis ist, Macht zu demonstrieren, dem Göttlichen näher zu kommen und die Unsterblichkeit zu sichern. Doch jede Kultur interpretierte diese Form auf ihre eigene, einzigartige Weise. Die chinesischen Pyramiden sind keine Kopien,
sondern ein eigenständiger Ausdruck einer Zivilisation, deren Fokus auf Erdbau, Ahnenkult und kosmischer Harmonie lag, ein stilles, aber nicht minder beeindruckendes Zeugnis menschlichen Strebens. In unserer modernen Suche nach dem Spektakulären neigen wir oft dazu, die Leistungen der Vergangenheit durch eine Linse des Unglaublichen zu betrachten. Wir hören von Theorien über außerirdische Baumeister oder verschollene Superzivilisationen, die angeblich hinter den großen Monumenten der Welt stehen. Doch wenn wir diese fantastischen Erzählungen beiseite schieben und die chinesischen Pyramiden für das betrachten, was sie sind, entdecken wir eine Geschichte, die weitaus tiefgründiger und beeindruckender ist. Die Geschichte menschlicher Entschlossenheit, Organisation und Vision. Die wahre Magie dieser Erdhügel liegt nicht in einem außerirdischen Ursprung, sondern in der schieren menschlichen Anstrengung, die ihre Erschaffung erforderte. Stellen Sie sich die Logistik vor. Hunderttausende von Arbeitern, Bauern, Soldaten und Handwerkern wurden mobilisiert. Dies war kein chaotischer Haufen von Menschen, sondern eine straff organisierte Maschinerie. Es bedurfte präziser Planung, um diese Arbeitskräfte zu versorgen, unterzubringen und ihre Arbeit zu koordinieren. Ingenieure mussten die Stabilität der riesigen Erdstrukturen berechnen, um einen Kollaps zu verhindern. Aufseher mussten den unermüdlichen Strom von Erde, der in Körben herbeigetragen wurde, Schicht für Schicht lenken. Jeder Hügel ist ein Denkmal für eine Gesellschaft, die in der Lage war, ein gemeinsames, monumentales Ziel über Jahrzehnte hinweg zu verfolgen. Die Konstruktion war mehr als nur das Aufschütten von Erde. Es war ein Akt kollektiven Willens, angetrieben von einem tiefen Glauben an die kosmische Ordnung und die Rolle des Kaisers als Sohn des Himmels. Diese Pyramiden sind keine kalten, geometrischen Rätsel. Sie sind das Ergebnis von Schweiß, von Glauben, von unzähligen Leben, die in den Dienst einer einzigen, überragenden Vision gestellt wurden. Die Annahme, dass eine frühe Zivilisation ohne unsere moderne Technologie zu so etwas nicht fähig gewesen wäre, ist eine grundlegende Unterschätzung unserer Vorfahren. Sie besaßen ein tiefes Verständnis für Materialwissenschaft, für Geometrie und für die Kunst der Massenmobilisierung. Das wahre Geheimnis der chinesischen Pyramiden ist also nicht, wer sie gebaut hat, sondern wie es einer Gesellschaft gelang, eine solche unglaubliche Leistung mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu vollbringen. Es ist eine stille, aber machtvolle Hommage an das menschliche Potenzial. Während die äußere Form der Pyramiden von monumentaler Schlichtheit ist, barg ihr Inneres Schätze von unvorstellbarer Kunstfertigkeit und tiefgreifender, symbolischer Bedeutung. Unter den vielen Artefakten, die aus den Gräbern der Han-Dynastie geborgen wurden, ist keines so faszinierend und symbolträchtig wie das Jade-Gewand. Diese Anzüge, die vollständig aus Tausenden von polierten Jadetäfelchen gefertigt sind, die mit Gold, Silber oder Seidenfäden zusammengefügt wurden, sind mehr als nur luxuriöse Grabbeigaben. Sie sind der physische Ausdruck eines zentralen Glaubens der Han-Zeit, der Glaube an die Unsterblichkeit und die Erhaltung des Körpers. Jade oder Yu wurde in der chinesischen Kultur seit jeher mit Reinheit, Härte und Unvergänglichkeit assoziiert. Man glaubte, dass der Stein magische Eigenschaften besaß, die den Zerfall des Fleisches verhindern konnten. Indem man den Körper des verstorbenen Herrschers oder Adligen vollständig in Jade hüllte, hoffte man, seine physische Form für die Reise ins Jenseits zu bewahren. Jeder Anzug war ein Meisterwerk der Handwerkskunst. Es wird geschätzt,
dass die Herstellung eines einzigen Jagdgewandes mehrere Jahre dauerte und die Arbeit eines ganzen Teams von spezialisierten Handwerkern erforderte. Jede einzelne Jadeplatte musste exakt geschnitten, durchbohrt und poliert werden, um perfekt zu den anderen zu passen und die Konturen des Körpers nachzubilden. Die Entdeckung dieser Gewänder in versiegelten Grabkammern im 20. Jahrhundert war eine archäologische Sensation. Sie bot einen direkten, fast intimen Einblick in die Gedankenwelt der Han-Elite. Diese Menschen investierten einen enormen Teil des Reichtums ihres Reiches nicht nur in die äußere Hülle ihres Grabes, die Pyramide, sondern auch in die unmittelbare Hülle ihres Körpers. Die Jadegewänder erzählen uns von einer Kultur, die den Tod nicht als Ende, sondern als Übergang sah. Sie sprechen von einer tiefen Verbindung zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen, wo ein kostbarer Stein als Brücke zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Ewigkeit dienen konnte. Sie sind stille Zeugen des ultimativen Strebens nach Beständigkeit in einer vergänglichen Welt, eingebettet in das Herz der stillen, irdenen Berge. Die Fähigkeit, solch gewaltige Grabanlagen und kostbare Artefakte wie die Jade-Gewänder zu schaffen, entsprang nicht allein dem Glauben oder dem kaiserlichen Willen. Sie war das direkte Ergebnis der immensen wirtschaftlichen Macht, die das Han-Reich angehäuft hatte. Diese Pyramiden sind somit nicht nur spirituelle Monumente, sondern auch steinerne, oder besser gesagt, irdene Symbole des Wohlstands und der Kontrolle über die damals wichtigsten Handelsrouten der Welt. Die Han-Dynastie war die treibende Kraft hinter der Etablierung und Sicherung der Seidenstraße. Unter Kaisern wie Wu von Han wurden die Grenzen des Reiches weit nach Westen vorgeschoben, um die Korridore zu schützen, durch die Seide, Gewürze, Edelmetalle und unzählige andere Güter flossen. Die Kontrolle über diesen Handel war die ökonomische Lebensader des Imperiums. Der Reichtum, der aus dem Westen nach China strömte, füllte die kaiserlichen Schatzkammern und ermöglichte die Finanzierung von Projekten von unvorstellbarem Ausmaß. Die Pyramiden in der Nähe der Hauptstadt Chang'an standen wie stille Wächter über diesem Netzwerk. Ihre schiere Größe war eine unmissverständliche Botschaft an Gesandte, Händler und rivalisierende Stämme. Hier herrschte eine Macht, die in der Lage war, die Natur selbst zu formen und den Himmel zu berühren. Sie waren ein Statement imperialer Stabilität und Stärke, das die Sicherheit der Handelsrouten garantierte. Die Waren, die in den Gräbern gefunden wurden, spiegeln diese globale Verbindung wider. Neben einheimischer Jade und Bronze finden sich Artefakte, deren Materialien oder Stilrichtungen auf Einflüsse aus Zentralasien oder sogar noch weiter westlich hindeuten. Die Gräber waren nicht nur Ruhestätten, sondern auch Mikrokosmen des Reiches, gefüllt mit den besten Gütern, die die bekannte Welt zu bieten hatte. So wird die Landschaft um Xi'an zu einem Wirtschaftsarchiv. Jeder Hügel erzählt eine Geschichte von Karawanen, die die Wüsten durchquerten, von Verhandlungen in fernen Oasen und von der Seide, die so wertvoll war, dass sie mit Gold aufgewogen wurde. Die Pyramiden sind das letzte, dauerhafte Vermächtnis einer Wirtschaftsmacht, die die Grundlagen für den Austausch zwischen Ost und West legte und deren Echo noch Jahrhunderte später zu spüren war. Wie können Bauwerke von solch gewaltigem Ausmaß, die einst die Horizonte dominierten und Symbole imperialer Macht waren, aus dem kollektiven Gedächtnis einer Kultur verschwinden? Die Antwort liegt in einem langsamen, unaufhaltsamen Prozess, in dem Geschichte zu Landschaft wird. Anders als die Steinpyramiden Ägyptens
deren scharfe Konturen der Erosion über Jahrtausende widerstanden, waren die chinesischen Mausoleen aus gestampfter Erde gefertigt. Sie waren von Anfang an dazu bestimmt, mit der Natur zu interagieren. Im Laufe der Jahrhunderte nagten Wind und Regen an ihren Flanken. Samen, vom Wind getragen, fassten Wurzeln. Langsam aber sicher überzog ein Teppich aus Gras, Sträuchern und schließlich Bäumen die einst kahlen Hänge. Die scharfen Kanten wurden weicher, die geometrische Präzision wich organischen Rundungen. Die Pyramiden begannen sich zu tarnen und verwandelten sich in natürliche Hügel. Dieser physische Wandel wurde von einem kulturellen Wandel begleitet. Dynastien stiegen auf und fielen, Hauptstädte wurden verlegt, Kriege und Aufstände fegten über das Land und rissen die Kontinuität der Erinnerung ein. Für spätere Generationen von Bauern, die das Land um die Hügel bestellten, waren diese Erhebungen einfach Teil der Topographie. Sie waren der Hügel des Generals oder der Drachenhügel, benannt nach lokalen Legenden, deren Ursprung im Nebel der Zeit verloren gegangen war. Die ursprüngliche Identität der darunter begrabenen Kaiser und Adligen verblasste. Die Grabräuber, die im Laufe der Geschichte immer wieder die Siegel durchbrachen, trugen ebenfalls zum Vergessen bei. Ihre geheimen Tunnel und geplünderten Kammern hinterließen Wunden, aber sie taten dies im Verborgenen. Für die Öffentlichkeit blieben die Hügel unberührte, stille Landmarken. So vollzog sich ein faszinierender Prozess der Umdeutung. Was einst ein bewusst geschaffenes heiliges Monument war, wurde zu einem unbewussten, fast zufälligen Teil der natürlichen Umgebung. Die Geschichte schlief unter einer Decke aus Erde und Vegetation. Die Pyramiden versteckten sich nicht aktiv, sie wurden einfach von der Zeit und der Natur eingeholt und in die Landschaft integriert, bis neugierige Augen im 20. Jahrhundert begannen, die richtigen Fragen zu stellen und die menschengemachten Muster in den sanften Konturen der Hügel wiederzuerkennen. Die Geschichte der chinesischen Pyramiden ist nicht nur eine der Archäologie, sondern auch eine der modernen Politik und des nationalen Selbstverständnisses. Wer heute versucht, die Region um Xi'an zu bereisen und diese Monumente aus nächster Nähe zu betrachten, stößt auf eine eigentümliche Mischung aus Zugänglichkeit und Verschlossenheit. Während das Mausoleum des ersten Kaisers mit seiner Terrakotta-Armee ein touristisches Zentrum von Weltrang ist, sind die unzähligen anderen Hügelgräber, die die Landschaft sprenkeln, oft von einem Mantel des Schweigens umgeben. Viele der kleineren und selbst einige der größeren Pyramiden sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Schilder warnen vor dem Betreten und offizielle Anfragen werden oft mit vagen Antworten oder schlichtem Schweigen quittiert. In den letzten Jahrzehnten hat die chinesische Regierung eine konzertierte Anstrengung unternommen, viele dieser Erdhügel zu bepflanzen. Schnell wachsende Koniferen und andere Bäume wurden an ihren Hängen gepflanzt, sodass sie aus der Ferne wie gewöhnliche, bewaldete Hügel aussehen. Eine effektive Tarnung, die ihre künstliche, von Menschenhand geschaffene Form verbirgt. Warum diese Zurückhaltung? Die offizielle Begründung ist ehrenwert und nachvollziehbar. Es geht um den Schutz und die Bewahrung. Man argumentiert, dass die derzeitigen archäologischen Technologien nicht ausreichen, um die Gräber zu öffnen, ohne ihre unschätzbaren Inhalte für immer zu zerstören. Man verweist auf die katastrophalen Ausgrabungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Ägypten und anderswo, bei denen unersetzliche Artefakte durch unsachgemäße Handhabung und den Kontakt mit der Atmosphäre zerfielen. Dies ist ein valides Argument, das von Archäologen weltweit geteilt wird.
Doch es gibt auch subtilere Strömungen unter der Oberfläche. Die Pyramiden sind ein zentraler Bestandteil der chinesischen Nationalerzählung. Die Kontrolle über ihre Erforschung und Interpretation ist gleichbedeutend mit der Kontrolle über die Geschichte selbst. Indem man den Zugang beschränkt, behält der Staat die Deutungshoheit und verhindert spekulative oder alternative Theorien, die nicht in das offizielle Bild eines glorreichen, einheitlichen und rein chinesischen Altertums passen. Das Schweigen ist also möglicherweise nicht nur eine Frage der Konservierung, sondern auch eine des Managements von nationaler Identität. Es ist ein bewusstes Warten auf den richtigen Moment, technologisch und vielleicht auch politisch, um das größte Geheimnis der Nation unter eigener Regie zu lüften. Um das moderne China zu verstehen, muss man tief in seine Vergangenheit blicken. Und kaum eine Gestalt ragt so gewaltig aus dieser Vergangenheit empor wie Qin Shi Huang, der erste Kaiser. Sein Erbe ist weit mehr als nur ein riesiges Grabmal und eine Armee aus Ton. Es ist in die DNA der chinesischen Zivilisation und des modernen Staates eingeschrieben. Qin Shi Huang war ein Visionär von rücksichtsloser Effizienz. Er beendete die chaotische Zeit der streitenden Reiche, indem er seine Rivalen mit überlegener militärischer und strategischer Macht unterwarf. Doch seine wahre Genialität lag in dem, was danach kam. Er schuf das Konzept eines geeinten Chinas, das bis heute nachwirkt. Er standardisierte die Schrift, die Währung, die Maße und Gewichte und sogar die Achsbreite der Karren, um den Handel und die Kommunikation in seinem riesigen Reich zu erleichtern. Diese Akte der Vereinheitlichung waren revolutionär und schufen die bürokratische und kulturelle Grundlage für die nächsten 2 Jahrtausende chinesischer Geschichte. Schaut man auf das China des 21. Jahrhunderts, sind die Parallelen unübersehbar. Der unerschütterliche Fokus auf nationale Einheit, die zentrale Steuerung durch eine starke Regierung, die Durchführung von Infrastrukturprojekten von monumentalen Ausmaßen, von der 3-Schluchtentalsperre bis zur neuen Seidenstraße. All dies sind moderne Echos der Ambitionen des ersten Kaisers. Seine Pyramide und die sie umgebenden Gräber sind physische Manifestationen dieses Prinzips. Sie repräsentieren nicht nur den Wunsch nach Unsterblichkeit, sondern auch die Fähigkeit, die gesamten Ressourcen einer Nation auf ein einziges, gewaltiges Ziel zu konzentrieren. Die Terrakotta-Armee ist kein bloßes Kunstprojekt. Sie ist ein Symbol für eine zentralisierte, disziplinierte Militärmacht, die ein riesiges Territorium kontrollieren kann. Das Mausoleum selbst, eine Nachbildung seines Reiches, spiegelt den Anspruch wider, Ordnung im Universum zu schaffen. Eine Ordnung, die vom Kaiser ausgeht. Dieses imperiale Denken, dieser Glaube an die zentrale Planung und die Macht des Kollektivs, das von einer einzigen Vision geleitet wird, ist ein Faden, der sich von der Qin-Dynastie bis in die Hallen der Macht im heutigen Peking zieht. Die Pyramiden sind somit nicht nur stumme Zeugen einer fernen Vergangenheit, sondern auch aktive Symbole für die Kontinuität einer Zivilisationsidee. Im Herzen der chinesischen Pyramidenlandschaft liegt eine der verlockendsten und zugleich gefährlichsten Fragen der modernen Archäologie. Sollte die zentrale Grabkammer von Qin Shi Huang jemals geöffnet werden? Diese Frage entzündet eine hitzige Debatte, die weit über China hinausreicht und die Kernprinzipien von Forschung, Ethik und Denkmalschutz berührt. Auf der einen Seite steht die Verheißung einer Entdeckung, die unser Verständnis der antiken Welt revolutionieren könnte. Die Aufzeichnungen von Sima Qian sprechen von einem unterirdischen Palast,
von Karten des Reiches mit Flüssen aus flüssigem Quecksilber und einer Decke, die den Sternenhimmel darstellt. Man stelle sich die unschätzbaren Artefakte vor: Seidengewänder, Lackarbeiten, Bambus- und Holztexte, die seit über 2200 Jahren unberührt liegen. Die Öffnung des Grabes könnte Antworten auf unzählige Fragen zur Qin-Dynastie liefern, zu ihrer Technologie, ihrer Philosophie, ihrem täglichen Leben. Es wäre, als würde man eine Zeitkapsel aus dem Herzen einer der wichtigsten Epochen der Menschheitsgeschichte heben. Auf der anderen Seite stehen die immensen Risiken. Die Archäologie hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wir wissen heute, dass der Moment der Öffnung der zerstörerischste sein kann. Organische Materialien wie Seide, Holz und sogar bemalte Oberflächen der Terrakottakrieger können bei plötzlichem Kontakt mit Sauerstoff und Feuchtigkeit innerhalb von Minuten zerfallen. Die Farben auf vielen der bereits ausgegrabenen Krieger verblassten fast augenblicklich. Die Technologie zur Erhaltung solch empfindlicher Artefakte in einem so großen Maßstab existiert schlichtweg noch nicht in der erforderlichen Perfektion. Hinzu kommt die von Sima Qian beschriebene Gefahr des Quecksilbers. Bodenproben rund um den Grabhügel haben tatsächlich stark erhöhte Quecksilberkonzentrationen nachgewiesen, was die antiken Texte untermauert. Eine Ausgrabung wäre nicht nur für die Artefakte, sondern auch für die Archäologen selbst extrem gefährlich. Die chinesische Regierung vertritt daher eine Politik des geduldigen Wartens. Der offizielle Standpunkt ist klar: Das Grab bleibt versiegelt, bis eine zukünftige Generation von Wissenschaftlern die Mittel entwickelt hat, es absolut sicher und ohne Informationsverlust zu erforschen. Es ist ein Akt der Verantwortung gegenüber der Vergangenheit und der Zukunft. Die Pyramide des ersten Kaisers ist somit ein Vermächtnis in Warteposition. Ein Schatz, der bewusst für eine ferne Zukunft aufbewahrt wird, in der wir seiner vielleicht würdiger sind. Nach dieser langen Reise durch die staubigen Ebenen von Shaanxi, durch die Chroniken der Han-Dynastie und die Korridore moderner Museen, stehen wir am Ende wieder vor der ursprünglichen Form, dem einfachen, massiven Erdhügel. Was ist also das letzte Geheimnis der chinesischen Pyramiden? Die Antwort ist vielleicht weniger sensationell als von manchen erhofft, aber unendlich tiefgründiger. Das Geheimnis ist nicht die Anwesenheit außerirdischer Besucher oder eine verschollene Supertechnologie. Das wahre Rätsel, das diese Bauwerke verbergen, liegt in uns selbst, in der menschlichen Natur. Diese Pyramiden lehren uns etwas über den unbändigen menschlichen Willen, die Sterblichkeit zu überwinden. Sie sind Monumente der Hoffnung gegen die Vergänglichkeit, der Versuch, eine Ordnung und ein Vermächtnis zu schaffen, das die kurze Spanne eines einzelnen Lebens überdauert. Jeder Ziegel, jeder Kubikmeter gestampfter Erde ist ein Zeugnis für die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich hinter einer einzigen, gewaltigen Vision zu vereinen, sei es aus Glauben, aus Zwang oder einer Mischung aus beidem. Sie zeigen uns die immense Macht der Vorstellungskraft. Ein Kaiser träumte nicht nur von einem Grab, sondern von einem ewigen Reich unter der Erde, einer perfekten Kopie seiner Welt, die ihn für immer begleiten sollte. Und er hatte die Macht und die Ressourcen, Hunderttausende zu mobilisieren, um diesen Traum in die Realität umzusetzen. Diese Verbindung von Vision und kollektiver Anstrengung ist eine der grundlegendsten Kräfte, die Zivilisationen formen. Das ungelöste Rätsel ist auch die Stille. Anders als die ägyptischen Pyramiden, deren Wände mit Hieroglyphen bedeckt sind, die uns von Göttern und Pharaonen erzählen, schweigen die chinesischen Pyramiden. Ihre Geschichten
sind unter der Erde begraben, in den noch ungeöffneten Kammern. Diese Stille zwingt uns zur Demut. Sie erinnert uns daran, wie viel wir nicht wissen und vielleicht niemals wissen werden. Sie lädt uns ein, nicht nach einfachen Antworten zu suchen, sondern die Komplexität der Fragen zu schätzen. Letztendlich ist die größte Lehre dieser Monumente vielleicht, dass jede Zivilisation ihre eigenen Pyramiden baut, ob aus Stein, aus Erde, aus Daten oder aus Ideen. Wir alle streben danach, etwas zu hinterlassen, das bleibt. Die Erdhügel von Xi'an sind eine zeitlose, stille Erinnerung an diesen universellen menschlichen Impuls, ein Echo unserer eigenen Hoffnungen und Ängste, das über 2 Jahrtausende hinweg zu uns spricht.